Ja, hallo. Mein Name ist Mohammed Lamin Sheigar. Worum geht es bei dieser Videopräsentation? Es geht um einen Algorithmus, das ich entwickelt habe. Dieser Algorithmus wird die ganze IT-Welt verändern. Ich werde das erläutern, auch mit einem Beispiel zeigen. Dieser universelle Algorithmus, wie ist es entstanden? Also seit Jahren suche ich nach einem Algorithmus, um die Datenkomprimierung zu revolutionieren oder zu verbessern. Und seit einiger Zeit ist mir das gelungen. Aber ich habe auch durch Zufall oder durch, ich weiß nicht ganz genau, ich habe auch erfahren, dass mein Algorithmus andere Bereiche revolutionieren wird, wo die Performance benötigt wird. Welche Bereiche wird dieser Algorithmus revolutionieren und für immer ändern wird? Erstens, die Datenkomprimierung. Die Datenkomprimierung. Ich werde das jetzt, diesen ersten Punkt werde ich erklären. Dieser Algorithmus findet alle Redundanzen in eine zu komprimierende Datei und eliminiert diese Redundanzen, bevor er mit den anderen Algorithmen, also üblichen Algorithmen arbeitet. Das ist normalerweise der ideale Fall für die Datenkomprimierung. Die Idee auch ist nicht neu, nur man konnte das früher nicht erreichen, weil dafür brauchte man sehr viel Zeit. Vielleicht für 2 GB, vielleicht 8 Stunden oder vielleicht 9 Stunden und 4 RAM, und das lohnt sich nicht mehr. Was ich jetzt revolutioniert habe, dass dieser Algorithmus diese Redundanzen in weniger als 1 Minute findet und eliminiert, je nach Dateigröße. Ich habe auch ein Beispiel hier am PC, das ich zeigen werde. Nur ich werde jetzt ein paar Beispiele erwähnen, die ich auch später am PC zeigen werde, um das zu verdeutlichen. Ich habe einen Ordner auf meinem PC, der enthält viele Dateien von mir. Und ich habe versucht, diesen Ordner mit 7-Zip oder mit WinRAR zu komprimieren. Und ich glaube, der war, das werden wir gleich sehen, der war 1,6 Gigabyte WinRAR, und 7-Zip konnten, glaube ich, nur 0,1 komprimieren. Das heißt, die Datei nach der Komprimierung ist 1,5 Gigabyte. Dafür brauchte WinRAR und 7-Zip etwa 10 Minuten. Was macht mein Programm mit der gleichen Datei? Der bringt die Datei von 1,6 GB, der reduziert sie auf 400 Megabyte. Also 1,2 GB sind weg. Nicht in 2 Stunden, nicht in 30 Minuten, nicht mal in 10 Minuten, die WinRAR und 7-Zip brauchen, sondern in etwa 1 Minute. Das ist unglaublich schnell. Und diese Performance, die habe ich genutzt, um andere Bereiche zu revolutionieren. Also mein Hauptbereich war die Datenkomprimierung. Als ich aber diese Performance gesehen habe und ins Detail studiert habe, habe ich bemerkt, dass man die gleiche Performance für Bereiche, die viel wichtiger als Datenkomprimierung sind, man kann diese Performance auch benutzen in diesen Bereichen. Zum Beispiel Suche, Data Sorting, also Datensortierung, Datenbanken abfragen, wo die ganzen Server auf der Welt die ganze Zeit benötigen, um Abfragen durchzuführen. Das werde ich aber gleich, wenn ich mit der Datenkomprimierung fertig bin, werde ich das auch in Details erklären, und ich werde das auch an ein paar Beispiele am PC erläutern.
Ich werde hier diesen Bereichen, die mein Algorithmus revolutionieren wird, werde ich in zwei Kategorien unterteilen. Eine Kategorie, die ich bereits getestet habe und die funktioniert einwandfrei. Und eine Kategorie, wo ich glaube, dass mein Algorithmus diese Kategorie revolutionieren wird, aber wo ich die Tests noch nicht gemacht habe, weil mir manchmal auch das Fachwissen fehlt. Ich kann nicht alles. Das werde ich auch gleich erklären und dann komme ich zu diesem Punkt. Also, ich habe zwei, die Bereiche, die mein Algorithmus revolutionieren wird und wo ich auch die Tests gemacht habe und wo ich auch diese Tests bestanden habe, da sind eins, die Daten komprimieren. Zwei, die Suche. Was heißt die Suche? Ist egal, ob Sie in einer Datenbank suchen oder Sie in Rohdaten suchen, wie Arrays zum Beispiel, oder auch irgendwelche anderen Formen von Datenspeicherung. Immer wenn Sie suchen, also um eine Suche, wenn ich zum Beispiel 1 Million Einträge habe, Namen zum Beispiel oder Geburtsdatums oder Alter, oder wenn ich suche in dieser Kategorie von 1 Million Einträgen, dann ist die Suche nur schnell, wenn die Daten auch vorher sortiert sind. Das heißt, wenn Sie ein Array von 1 Million oder 1 Milliarde, 1 Milliarde Einträge haben und Sie suchen nach einer bestimmten Zahl, wenn das zum Beispiel von Typ Integer, wenn Sie suchen nach einer bestimmten Zahl, zum Beispiel die Zahl 1.250.710, wenn Sie suchen, ob diese Zahl in diesem Array enthalten ist, dann muss dieser Array vorsortiert sein, damit wir auch die Zeit gewinnen. Wenn dieser Array nicht vorsortiert ist, dann muss man den ganzen Array durchlaufen und das wird sehr viel Zeit benötigen. Das wird vielleicht 30.000 Mal mehr Zeit oder so. Also wenn das zum Beispiel 30 Sekunden, wenn wir dafür 30 Sekunden für eine vorsortierte Array, dann brauchen wir vielleicht für eine nicht sortierte Array sehr viel mehr. Was macht mein Algorithmus? Was revolutioniert mein Algorithmus in dieser Kategorie? Der braucht diese Arrays nicht vorzusortieren, um die Daten zu finden. Denn das Vorsortieren hat viele Vorteile, er hat aber einen riesen Nachteil. Das heißt, wenn man dazu Einträge addiert oder löscht oder irgendwas, dann muss man die Daten wieder neu sortieren. Und das ist das Problem. Bei diesem revolutionären Algorithmus braucht man diese Arrays nicht nochmal zu sortieren, sondern man kann löschen, man kann was addieren, man kann alle Operationen durchführen, ohne dass wir das nochmal sortieren. Und das ist für die Fachleute, die das gut verstehen, das ist eine der größten IT-Revolutionen. Warum? Nicht, weil ich das gemacht habe, sondern weil das die Realität ist. Weil wenn die Server, ich habe zum Beispiel ein Beispiel, wo ich eine Suche, wo die Suche benötigt 360 Millisekunden. Bei meinem Algorithmus benötigt sie 0,012 Millisekunden. Das ist etwa 30.000 Mal schneller. Weil ich brauche die Arrays nicht zu sortieren. Ich nehme die Rohdaten und dann kann ich die gleiche Operation durchführen. Ja, das ist die Suche. Das ist einer der Hauptgebiete in der Informatik. Welcher Effekt hat das? Also wenn man bedenkt, dass alles, was man macht in IT, das sind nur Abfragen. Wenn man nach einem Kontostand oder wenn man nach einem Namen oder Telefonnummer im Internet sucht, das sind alle Abfragen. Was würde passieren, wenn man 5% oder 9% oder in diesem Fall 999% per 1000 an Zeit sparen, um diese Abfragen, wenn man diese Abfragen 1000 Mal schneller durchführt?
Das ist der Punkt. Das heißt, die Server auf der ganzen Welt mit der Benutzung dieses Algorithmus, ohne dass man die Datenbankstruktur oder irgendwas ändert, aber nur wenn man diesen Algorithmus addiert, dann kann man in Arrays, dann kann man in Datenbanken suchen, ohne dass man alle Felder indizieren oder irgendwas von solchen Operationen. Das wird sehr viel Zeit sparen und Zeit ist Geld. Ich rede nicht von 1% der Zeit oder 2%, sondern ich rede von sehr viel mehr in Abfragen, was die Abfragen angeht. Was die Datenkomprimierung auch angeht, das ist auch Transfer, das ist Internettransfer. Also wenn die Daten sehr komprimiert sind, dann benötigen sie auch sehr wenig Zeit und wenig Bandbreite. Ich will auch nicht ins technische Details gehen. Das ist vielleicht für die Leute, die nicht Fachkenntnisse haben, ist das vielleicht zu kompliziert oder führt in eine andere Welt. Aber ich versuche, eine grobe Idee zu zeigen, wie das funktioniert und wie das geht, wie dieser Algorithmus geht. Jetzt, bevor ich mit den weiteren Punkten fortfahre, werde ich eine wichtige Bemerkung geben. Wie kann man Zeit sparen? Wie kann man Daten komprimieren? Wie kann man alles machen und alles revolutionieren? Wie kann man so viel Zeit sparen? Ist das Zauber oder ist das was? Nein, das ist ganz einfach. Ich spare die teure Zeit durch den billigen RAM. Ich werde mehr RAM benutzen und sehr wenig Zeit. Das ist die Grundidee. Also 2 GB oder 10 GB, die 8 € vielleicht oder 20 € kosten, dafür werde ich Tausende von Stunden oder Tausende von Tagen oder Tausende von Arbeitsmonaten sparen. Das ist die Stärke dieses Algorithmus. Denn dieser Algorithmus führt nicht nur die Datenkomprimierung und die Suchrevolutionierung, sondern der wird auch die Betriebssysteme, denn das ist ein Grundelement, das ist ein Grundalgorithmus, wo er in alles integriert wird. Weil das ist ein Performance-Steigerer. Es wird viel Zeit gespart durch diese neue Technologie, die ich jetzt präsentiere. Ich werde also diese Technologie, diese Punkte, die bereits getestet sind, ich rede von der Datenkomprimierung, wurde bereits getestet, alle Tests sind da. Ich kann auch mehr testen, also wenn jemand interessiert ist zum Beispiel, dann kann er uns die Tests geben, die er will. Das haben wir schon sehr oft, also mehrmals präsentiert und getestet und das funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, ich will nicht in technische Details suchen, aber ich habe wirklich sehr wenig über die Fähigkeiten von der Suche geredet, denn dafür brauche ich sehr viel Zeit. Aber als Zusammenfassung für diesen Punkt sage ich, das ist A und Z in der IT. Die Suche ist A und Z in der IT. Wenn die Zeit der Suche gespart wird, dann wird auch Geld gespart, dann wird auch die materiell gespart, dann wird sehr viel gespart. Das ist A und Z in alles und dieser Algorithmus kann die Suche in Datenbanken und in Arrays revolutionieren. Die richtigen Ergebnisse und die richtigen Zahlen erwähne ich nicht, denn da werde ich das Gefühl haben, dass man muss das sehen. Ich werde das einfach nicht sagen, denn das ist wirklich viel schneller, als was ich das jetzt erläutere. Das ist dieser Punkt, was die Suche angeht. Jetzt der dritte Punkt ist die Datensortierung. Und das hängt alles miteinander zusammen. Denn die Datensortierung hat auch mit der Suche zu tun. Aber in der gleichen Zeit ist die auch ein separater Bereich und ein sehr wichtiger Bereich. Ich habe sogar im Internet gesehen, eine Studie gesehen, dass die Server weltweit, dass sie 25% ihrer Zeit verbrauchen, nur um Daten zu sortieren. Und das ist verständlich, denn die Sortierung braucht man auch für die Suche. Aber was habe ich in der Datensortierung revolutioniert? Oder was hat mein Algorithmus in der Datensortierung revolutioniert?
Also normalerweise, wenn man 1 Million zum Beispiel Einträge hat und die sind schon sortiert, aber wenn man einen Eintrag addiert, dann muss das auch neu sortiert werden. Das ist ein Muss, das ist eines der größten Probleme in der IT. Das ist für die Fachleute sehr, sehr bekannt. Was dieser Algorithmus in der Datensortierung, also Datensortierung, Entschuldigung für meine Schrift, das ist nicht, aber man kann es lesen, Datensortierung. In der Datensortierung, das ist A und Z für viele Bereiche, wie ich schon erwähnt habe, auch für die Datensuche. Aber dafür, stellen Sie sich vor, Sie haben 1000 oder 1 Million Einträge und die sind sortiert nach Alter, also von 0 bis 100. Aber wenn Sie einen Eintrag verändern oder addieren oder löschen, dann muss das neu sortiert werden. Und das benötigt auch sehr viel Zeit und sehr viele Kosten. Mit diesem Algorithmus wird man das nicht mehr benötigen und dafür spart man Zeit und ich will nicht in sehr viele Details gehen. Dafür braucht man wirklich Tests und keine einfache Präsentation. Aber ich erläutere, was dieser Algorithmus mit Datensortierung macht, denn das ist ein sehr wichtiger Punkt. Einer der wichtigsten Punkte, auch im Grundalgorithmen in der Datenbank, in der IT. Das wird auch in Betriebssystemen, in Datenbankensystemen alles benötigt. Jetzt werde ich auch über Datenbankenstrukturen allgemein. Denn in der Datenstrukturen, und da will ich auch nicht sehr tief gehen, aber ich werde einfach erläutern, was mein Algorithmus auch an diesem Punkt verändert. Denn einer der größten Probleme in der Datenstruktur ist, wenn man einen Eintrag löscht oder wenn man da muss man das einfach neu sortieren oder durch Tricks, also durch Trees, Bäume und was weiß ich, damit man Zeit auch spart, aber man benötigt immer Zeit. Aber was würde passieren, wenn man wirklich Einträge löscht und Einträge addiert, ohne dass man diese diese lange Zeit gebraucht? Dafür liefert dieser Algorithmus, das ist übrigens der gleiche Algorithmus, das liefert dieser Algorithmus eine unglaubliche Lösung. Denn man kann in der sortierten Datenbanken Daten löschen und Daten addieren, ohne dass man die Daten neu sortiert. Und dafür gewinnt man wirklich sehr viel Zeit und Zeit ist Geld. Und das ist, warum ich sage, dass das ein revolutionärer Algorithmus ist. Das ist nicht nur für einen Bereich oder für einen Punkt, sondern das ist ein Grundelement für sehr viele IT-Bereiche. Und bis jetzt rede ich nur von den Bereichen, die ich bereits getestet habe und wo ich auch bereit bin, alle Tests zu empfangen und zu machen, live zu machen. Das habe ich übrigens auch bei manchen Firmen in Deutschland schon gemacht, aber ich bin am Anfang und ich glaube, dass dieser Algorithmus nicht für kleine oder mittlere Firmen gedacht ist, sondern das ist für große Firmen, die das auch weltweit vertreiben. Aber eine kleine oder mittlere Firma ist für mich auch sehr interessant, denn die kann die Vorbereitungen für den Verkauf dieses Algorithmus übernehmen. Das ist, was die Datensortierung angeht. Und da kann man Stunden noch reden, aber ja, die Idee ist klar und da kann man zu einem weiteren Punkt gehen. Der weitere Punkt gehört auch zu dieser Kategorie, die bereits getestet ist und wo man auch später am Ende dieser Präsentation Beispiele sehen werden. Aber er hat mit diesem Algorithmus nichts zu tun, sondern das ist ein weiterer Algorithmus, weil ich jahrelang Algorithmen für die Datenkomprimierung gesucht habe. Was die Datensortierung und die Datensuche angeht, das sind neue Bereiche. Da habe ich einfach meinen universellen Algorithmus getestet und der hat gut hier funktioniert. Dieser weitere Algorithmus, es geht einfach um Huffman-Kodierung.
Und Hofmann-Kodierung ist ein wichtiger Bestandteil in der Datenkomprimierung. Der Hofmann-Kodierung, ohne dass ich ins Details gehe, da habe ich Hofmann-Kodierung auch revolutioniert, so dass man Hofmann-Kodierung um 10 bis 50% besser damit kodiert. Das können wir auch am Beispiel am Ende dieser Präsentation sehen, und damit will ich auch diese technischen Punkte schließen. Und ich gehe zu einem weiteren wichtigen Punkt. Das ist nur was die Kategorie, die Kategorie, die ich bereits getestet habe. Das ist, was diese Kategorie angeht. Ich werde jetzt überspringen zu der Kategorie, die ich nicht getestet habe, aber wo ich eine starke Vermutung habe, dass die Ergebnisse gleich sein werden wie die Ergebnisse in der Datensortierung und der Datensuche. Ein weiterer Punkt wollte ich erwähnen für diese Kategorie, die ich bereits getestet habe. Ich werde das schnell erwähnen, obwohl es sehr wichtig ist. Und das ist, also wenn man eine Webseite ruft, dann wird die in einer komprimierten Form kommen. Ansonsten wird das Laden vielleicht 5-mal oder 6-mal langsamer sein. Diese Form, man benutzt dafür, also das Algorithmus GZIP, um diese Webseiten zu komprimieren. Mein Algorithmus wird diese Webseiten auch sehr stark komprimieren, und der wird dafür beitragen, dass das Aufladen von Seiten und das Rufen von Internetseiten, dass das auch schneller wird, und das ist weltweit, also wenn man das auf den Server installiert. Und das ist ein sehr wichtiger Bereich und also für den weltweiten Markt. Und damit werde ich diese Kategorie schließen, die ich bereits getestet habe, und ich gehe zu der anderen Kategorie, die ich noch nicht getestet habe, aber wo alle Indizien zeigen, dass diese Kategorie auch durch dieses Algorithmus revolutioniert wird oder revolutioniert sein kann durch diesen Algorithmus. Das ist Video Streaming, denn das Prinzip ist das gleiche. Man sucht einfach ganz schnell, man braucht nicht Tage oder Stunden, um Redundanz oder um Informationen zu finden. Und das kann man auch in Videos, wenn man 2 hintereinander folgenden Bilder, wenn man die Redundanzen sehr schnell findet, dann kann man diesen Bereich auch revolutionieren. Dafür fehlt mir aber das Fachwissen. Aber was ich schon getestet habe, da sind Redundanzen zwischen 2 Bildern so schnell zu finden. Damit kann man auch ein Bild in einem Film suchen, zum Beispiel. So was gibt es nicht. Das kann man jetzt durch diesen sehr schnellen Algorithmus machen. Das ist Videoübertragung. Übertragung oder Streaming. Streaming. Ich wiederhole nochmal, das habe ich wegen das mangelnde Fachwissen, das habe ich noch nicht getestet, aber ich habe die Redundanzen in 2 hintereinander folgenden Fotos schon getestet, und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, man kann das Ergebnis finden. Und wenn man sich bereits mit fraktaler Bildkompression beschäftigt hat, dann weiß man, dass diese Technologie eine sehr revolutionäre Technologie ist für Bildkomprimierung ist. Nur das größte Problem bei dieser fraktalen Bildkomprimierung ist die Zeit. Für ein Foto von 200 Megabyte, man kann vielleicht 1 durch 170 erreichen, aber man wird es durch fraktale Bildkomprimierung in vielleicht 8 Stunden oder manchmal 2 Tage oder manchmal 3 Tage erreichen. Durch dieses Algorithmus kann man das in ein paar Minuten erreichen. Das ist dieser Punkt, genau dieser Punkt ist schon fertig, das habe ich getestet. Nur um aus dieser Information, aus diesen Resultaten ein Videoplayer oder ein Standard, zum Beispiel Standardbildformat zu programmieren, bis jetzt fehlt mir dafür das Fachwissen. Aber wie diese Redundanzen in einem Bild oder in einem Video gefunden werden, das habe ich schon getestet, und das ist die Grundlage meiner Meinung nach für eine große Revolution durch diesen Algorithmus. Ich werde zu einem weiteren Punkt gehen, und zwar, wo kann man
diesen Algorithmus kommerzialisieren oder wer ist der potenzielle Kunde oder was kann man damit machen. Und nach diesem Punkt werde ich auch ein paar Beispiele an meinem PC zeigen. Da dieses Algorithmus ist nicht speziell für ein bestimmtes Produkt, sondern das hat mit den Grundlagen von Informatik zu tun. Das heißt, wenn man diese Grundlagen verändert oder verbessert, dann werden auch alle Produkte verbessert. Das heißt, wenn man die Abfragen schneller macht, dann kann man, das ist eine universelle Lösung. Das kann man überall einsetzen. Und das ist genau das ist genau, was mein Algorithmus machen wird. Zum Beispiel, wenn das jetzt in Datenbanken installiert wird, dann auf einmal können Datenbanken Abfragen in nicht indizierte Felder 1000 Mal bis 30.000 Mal schneller erledigen als normale Abfragen. Je komplizierter die Abfragen sind, desto schneller dieses Algorithmus. Ja, ich bin wieder zurück ins technische Details. Ich versuche jetzt daraus zu kommen, um zu erklären, meiner Meinung nach, wer ist der potenzielle Kunde. Der potenzielle Kunde für mich ist nur eine große Firma, die ein Weltprodukt hat wie Oracle oder Microsoft oder Google. Der Weg bis dahin ist nicht immer leicht. Deswegen suche ich auf diesem Weg auch nach einem Investor oder nach einer kleinen Firma oder mittleren Firma, die den Verkauf vorbereitet für diese großen Firmen, die auch interessiert sind. Und die werden mit Sicherheit interessiert sein. Denn ich gebe ein kleines Beispiel, wenn Oracle zum Beispiel in Konkurrenz mit anderen Datenbanken, wenn die 1000 Mal schneller oder 500 Mal schneller oder 100 Mal schneller, dann können auch die anderen Produkte nicht mithalten. Und das ist eine Sache, die bereits getestet wird. Und da bin ich auch für alle Tests bereit bin. Das ist der entscheidende Punkt. Also die Firmen, die interessiert sind, also die technische Arbeit, die habe ich schon abgeschlossen. Da wird man keine technische Arbeit mehr benötigen, sondern man wird eher mehr Kommerzialisierungsarbeit und Kundensuche benötigen. Und für die Leute, die das nicht verstanden haben, dass es nicht um einen speziellen Algorithmus geht, sondern um einen universellen Algorithmus geht, dann werden die nicht ganz verstehen, was ich suche. Denn ich habe übrigens bereits mit ein paar Firmen verhandelt und geredet und da bin ich auf ein kleines Problem gestoßen, da manche kleine Firmen denken immer, das kann man in unseren Produkten integrieren und dann schlagen wir die Konkurrenz. Nein, das ist ein universeller Algorithmus, der wird nicht für die Produkte einer kleinen Firma oder eines kleinen Investors integriert wird, sondern die kleine Firma oder der Investor, man braucht die, um diesen Verkauf, um diese Verkaufsoperation für die großen Firmen vorzubereiten. Ich glaube, dass dieser Punkt klar ist und dann werden wir Beispiele am PC sehen und nur die Fachleute können das beurteilen, aber ich mache das einfach in dieser Präsentation. Entschuldigung. Ja, am Ende dieser Präsentation werde ich auch ein paar Beispiele zeigen. Am Ende, das ist nur für die Präsentation, denn wie das geht, wie das richtig funktioniert, das können nur Fachleute beurteilen. Aber dafür bin ich auch für alle Tests bereit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.